Do we have any Austrians in the house? Gibt's hier Österreicher? Well, let's regather and start this session. Lass uns wieder alle zusammenkommen und anfangen. This morning I shared about the beauty of Austria. Heute Morgen habe ich über die Schönheit Österreichs gelehrt. But as wonderful as it is, you fell a little bit short of the best of what God intended. Aber habe auch erwähnt, dass ihr noch nicht alles erreicht habt, was Gott für euch vorgesehen hat. And the question is, how can you take that strength and leverage it to even greater strength? Und die Frage ist, wie könnt ihr diese Stärke, die ihr schon habt, einsetzen, um noch größere Stärke zu erreichen? Allow me to share a story of ministry in a large church about 20 years ago. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die vor 20 Jahren in einer großen Gemeinde passiert ist. The pastor of this church was very organized. Der Pastor dieser Gemeinde war sehr gut organisiert. He wanted me to minister to all of his staff in one day. Und er wollte, dass ich jedem einzelnen Mitglied seines Teams an einem Tag lang diene. Husband and wife together. Immer Ehemann und Ehefrau zusammen. So every 30 minutes I had another couple sitting in front of me. Und er hat es getaktet und alle 30 Minuten saß ein anderes Ehepaar vor mir. I had to meet them, figure out what was wrong with them and fix it in 30 minutes. Und mein Job war, innerhalb von 30 Minuten mich mit ihnen zu treffen, rauszufinden, was kaputt war und es zu reparieren. Well, this one couple came in and he began to talk. Und es kam ein Ehepaar rein und er fing an zu reden. He talked for 10 minutes. Und er hat 10 Minuten lang geredet. Without taking a breath. Ohne auch nur einmal Atem zu holen. 25 minutes he was showing no signs of running down. Und nach 25 Minuten hat er immer noch nicht, also gab es keine Anzeichen davon, dass er aufhören würde. And I was concerned because I had a job to do, you know. Ich meine, ich war ein bisschen besorgt, weil ich hatte ja einen Job, eine Aufgabe, die ich erledigen musste. Finally, at 28 minutes, I just interrupted him in the middle of the sentence and said, "Can I talk?" Und nach 28 Minuten habe ich ihn unterbrochen, mitten im Satz, und habe gesagt, darf ich reden? And in 90 seconds, I told him something that I had seen about his spiritual life. Und in 90 Sekunden habe ich ihm erzählt, was ich in seinem geistlichen Leben gesehen habe. He was amazed and overwhelmed and excited and grateful. Und er war total überwältigt und dankbar und sonst was. He repeatedly said this was the single most important day of his entire life. Und er sagte immer wieder, oh, es war der wichtigste Tag meines Lebens. And I'm thinking, you're really small if this much fills you up to overflowing. Und ich dachte, Mensch, du bist aber ein Mensch, der so quasi ganz wenig Kapazitäten hat, wenn 90 Sekunden dich schon zum Überfließen bringen. I want to introduce you to the principle of fulfillment. Und ich möchte euch das Prinzip der Erfüllung oder des Vollfüllens erklären. Let's look at your potential. You have 100 units of potential. Also, lass uns mal wieder so in Zahlen denken. Ihr habt 100 Punkte Potenzial. If you unpack 30 units of your potential, that means you're going to have 70 units of futility in your old age. Das heißt, wenn ihr in eurem Leben 30% oder 30 Punkte Potenzial entfaltet, dann habt ihr 70% Nutzlosigkeit übrig. And futility is a tragedy, in my opinion. Und Nutzlosigkeit ist eine Tragödie, meiner Ansicht nach. God has given us so much potential, and He expects us to use it. Weil Gott hat uns so viel Potenzial gegeben und er erwartet von uns, dass wir es gebrauchen.
But often we have to be responsible for unpacking ourselves because there's no one else to do it for us. Und manchmal ist es leider so, dass wir verantwortlich dafür sind, das selber zu entfalten, weil niemand anderes da ist, der es für uns tut. Let me illustrate it this way. Ich möchte es so illustrieren. Suppose your father and your mother are musical geniuses. Mal angenommen, dein Vater und deine Mutter sind musikalisch Genies. And you're born with musical ability in you. Und du selber hast auch ein Talent für Musik. But a week after you're born, your parents die in a terrible car accident. Aber eine Woche nachdem du geboren wirst, sterben deine Eltern in einem schrecklichen Autounfall. You are adopted into a very loving family. Und du wirst in eine total liebevolle Familie aufgenommen. They care for you, spirit, soul, and body. Und die kümmern sich um dich, Körper, Geist und Seele. You get a good education, Du kriegst eine gute Ausbildung, go to the university, du kommst in die Uni get a great job and have a good career. und kriegst einen guten Job, hast eine gute Karriere. You marry, have children and grandchildren, a home and holidays. Und du heiratest und du hast Kinder und Enkelkinder, du hast ein Zuhause und hast schöne Urlaube. But even though everything is good in your life, something is wrong, something is gnawing at you inside. Und obwohl alles ziemlich gut ist, ist irgendwas falsch, irgendwas so knabbert an dir. And until you can discover that musical ability and unpack it, you will not experience fulfillment. Und wenn du nicht diese Gabe der Musik entdeckst und entfaltest, wirst du nicht die volle Erfüllung erleben. You can experience a tremendous amount of joy in life if your circumstances are good without experiencing fulfillment. Man kann eine Menge Freude im Leben haben, ohne tiefe Erfüllung, wenn die Umstände passen, ohne dass man tiefe Erfüllung erlebt. And this is somewhat the picture of Austria as I see it as an outsider. Und so nehme ich Österreich als jemand wahr, der das von außen betrachtet. You have beauty, Ihr habt unheimlich viel Schönheit. you have peace, Ihr habt Frieden, you have joy, ihr habt Freude, you have wealth, ihr habt Reichtum, you have community. ihr habt Gemeinschaft. It's a wonderful thing. Das ist wunderbar. I enjoy visiting Austria. Ich genieße es, in Österreich zu sein. But God has designed you to have more than that. Aber Gottes Absichten mit euch gehen weit darüber hinaus. God has designed you to cause your spirit to lead, not your soul. Weil Gott hat euch geschaffen, dass euer Geist die Führung übernimmt, nicht die Seele. Now, how can you as individual Austrians move toward that objective of a large spirit? Und wie könnt ihr als jeder einzelne Österreicher euch dahin bewegen, dass euer Geist sozusagen größer wird? I believe the first step is for you to overtly, consciously ask God to unpack you. Und das eine ist, dass ihr ganz bewusst, fast übertrieben bewusst Gott fragt und bittet, dass er euren Geist entfaltet, dass euer Potenzial entfaltet. And you do that knowing that it's probably going to mean pain. Und dass ihr das in dem Bewusstsein tut, dass es wahrscheinlich Unbequemlichkeit oder Schmerz mit sich bringt. David is a classic example of that. David ist ein ganz typischer Fall davon. Beispiel dafür. He was in the palace, the king was jealous, it was messy. Er war im Palast, der König war eifersüchtig auf ihn. Das war ein ziemliches Durcheinander. And in order to simplify his life and to get more peace, he ran away. Und um sein Leben zu vereinfachen und mehr Frieden zu haben, rannte er weg. He went to Moab and requested political asylum. Er ging nach Moab, hat dort politisches Asyl beantragt. The king gave it to him. Und es ist ihm von dem König gewährt worden. He moved his entire family out of Judah to Moab so that Saul wouldn't kill them in revenge. Und er hat seine ganze Familie aus Juda nach Moab übersiedelt, damit Saul die nicht töten würde aus Rache. They got political asylum too.
Die haben auch politisches Asyl bekommen. And now David just could sit back and relax until King Saul died and he became the king. Und David hätte jetzt sich zurücklehnen, Däumchen drehen und abwarten können, bis Saul stirbt und er König wird. And once he had his life nicely arranged around peace, God interfered. Und als das gerade so nett und bequem und gemütlich war, hat Gott das Ganze durcheinander gebracht. God said, I want you to go back to Judah. Gott sagte, zurück nach Juda. A very dangerous place for David to be. Also ein ziemlich gefährlicher Ort. You see, God was much more interested in David's fulfillment than his peace. Wisst ihr, Gott hatte viel mehr Interesse daran, dass David Erfüllung erlebt, als dass es ihm bequem und gut und friedlich geht. God was very willing to sacrifice a lot of his peace in order to grow him in areas he didn't want to grow. Und Gott war bereit, ihn zu zwingen, Frieden zu opfern, damit er ihn wachsen lassen konnte in Bereichen, wo der gar nicht unbedingt wachsen wollte. You do the same to your children. Ihr macht das mit euren Kindern ja auch. You forcibly send the little darlings to school. Ihr zwingt diese kleinen, netten, lieben Menschen in die Schule zu gehen. And a lot of your little darlings are absolutely sure that school is a painful, unnecessary activity. Und viele von diesen netten, kleinen, lieblichen Kindern sind der Ansicht, dass Schule eine überflüssige und schmerzhafte Angelegenheit ist. And you don't care. Und es ist euch schnurzpiep wurscht. Well, you care a little bit, but you care more that they grow up with some skills. Also, ich meine, es ist euch nicht ganz egal, aber es ist euch wichtiger, dass sie mit Fähigkeiten aufwachsen und dass sie was dazulernen. God agreed that he had called David to be king. Und für Gott stand fest, er hatte David berufen, König zu sein. David was excited about his calling to be king. Und David war begeistert von dieser Berufung, König zu sein. But even though he was called to be king, he wasn't big enough to be king. Und obwohl David berufen war, König zu sein, hatte er noch nicht die Größe, dieses Amt auszufüllen. He didn't have the relationship with God that he needed to be the king of Israel. Er hatte nicht die Art Beziehung mit Gott, die er gebraucht hat oder hätte, um König von Israel zu sein. So God robbed him of peace in order to give him fulfillment instead. Also hat ihm Gott Frieden geraubt, um ihm Erfüllung und Sinn zu geben. He left Moab and he moved into a private place in the forest of Hereth. Und er verließ Moab und ging in so einen verborgenen Ort in der Wildnis von Horeb. Well, the private place didn't stay private. Pretty soon he had men coming to him to follow him. Und so richtig geheim blieb dieser Ort nicht. Es kamen bald eine Menge Männer, die sich ihm anschlossen. His situation was getting a little bit safer because he had men around him, a little more dangerous because he's visible now. Und es war so, dass es zum einen ein Stück sicherer wurde, weil er ein paar Leute um sich herum hatte. Zum anderen gefährlicher, weil er viel sichtbarer war. He heard that the city of Keilah was under attack and Saul wasn't doing anything about it. Und er hat mitbekommen, dass die Stadt Keilah angegriffen wurde und dass Saul nichts tat, um sie zu verteidigen. So he went and he rescued them. Und dann ging er hin und hat die gerettet. The city of Keilah was grateful and said, "Move in, live here." Und Keilah, die waren dankbar und haben gesagt, Mensch, komm doch hierher und lass dich hier nieder. So he and his men did. Und dann haben seine Männer und er sich dort niedergelassen. And Saul found out about it. Und Saul hat es herausgefunden And Saul came to kill him. und kam, um ihn zu töten. And David had an absolute panic attack. Und David hatte einen ziemlich großen Panikattacke. He called his priests to come to find out from God what was going to happen. Und er hat Priester gerufen, damit sie herausfinden konnten für ihn, was geschehen würde. And God says, yes, he's coming. Und Gott sagte, ja, Saul kommt. And God said, yes, the people of Keilah are ungrateful and they will betray you.
Und er sagte, die Leute von Kila die sind undankbar, die werden dich ausliefern. And Verraten. David and his men fled from the city in panic. Und dann sind David und seine Leute aus dieser Stadt abgehauen in Panik. And God smiled, Gott hat gelächelt. said, one lesson down, Ja, what? one lesson done. Und Gott sagte, klasse, eine Lektion gelernt. Now let's get the next one ready. Wunderbar, jetzt kommt die nächste. The next one, there wasn't 3 days warning. Und bei den nächsten gab es keine Vorwarnung. David almost got caught. Also David ist fast erwischt worden. Saul is going this way down one side of the mountain, and David's going the other way on the other side. Also Saul ging diese Seite vom Berg lang und David die andere. And he escaped again, but barely. Also und er ist so gerade noch davon gekommen. Second lesson down. Und zweite Lektion gelernt. The third time, you know the story, David got trapped inside a cave. Und das dritte Mal diese bekannte Geschichte, David war in einer Höhle und ist dort sozusagen in einer Falle gesessen. Do you see the pattern? Each time God is squeezing him closer and closer. Und wisst ihr, also wenn man da hinguckt, erkennt ihr vielleicht das Muster. Gott treibt ihn immer mehr in die Enge. And as unpleasant as it was, David was learning how to trust God. Und so unangenehm sich das auch anfühlte, David lernte Gott zu vertrauen. Now you read the Psalms about that period, and he also cried buckets of tears. Und ich meine, wenn ihr die Psalmen liest, die er in dieser Zeit geschrieben hat, das ist so eine Mischung. Er vertraute Gott und er heulte eimerweise Tränen. But he learned. Aber er hat was gelernt. And the fourth episode, he was the aggressor. In der vierten Lektion war er derjenige, der aktiv wurde. He walked into the midst of the camp, and he took Saul's spear and water bottle from by his head and walked out again. Also er ist mitten in das Lager von Saul reingegangen, hat seinen Speer und seinen Wassertopf genommen und ist damit abgehauen. And from that time on, he had the courage to serve as a double agent. Und danach hat er den Mut gehabt, als Doppelagent zu arbeiten. While Saul was trying to kill him, he was killing Philistines. Und also Saul hat versucht, ihn umzubringen und umgekehrt hat David gleichzeitig die Philister umgebracht. He pretended to serve the Philistine king when in reality he was killing Philistines every week. Also er hat vorgegeben, dem Philisterkönig zu dienen und hat aber in Realität jede Woche Philister umgebracht. God had to grow his level of tolerance for fear. Und Gott musste sozusagen bei David das anheben, die Kapazität mit Angst umzugehen. He needed much more courage than he had. Um seinen Auftrag zu erfüllen, brauchte er mehr Mut, als er zu Beginn hatte. It wasn't enough for him to be called to be king. He had to have the courage to do some difficult things as king. Also es reichte nicht nur aus, dass er die Berufung hatte, König zu sein. Er musste auch in den Mut hineinwachsen, um die Dinge tun zu können, die er als König tun sollte. Let me introduce to you a difficult term. Ich möchte euch einen relativ schwierigen Begriff erklären. Productive pain. Produktiver Schmerz. We like to think that all pain is unproductive. Wir glauben immer, dass aller Schmerz nutzlos ist. That all pain needs to be gotten rid of as quickly as possible. Und dass wir jede Art von Schmerz und Unbequemlichkeit so schnell wie möglich loswerden wollen. And pain that comes from the devil's hand is usually unproductive. Und Schmerz, der vom Teufel kommt, ist in der Regel nicht fruchtbringend. Pain that comes from the hand of God can be highly productive. Und Schmerz, den Gott uns zufügt, kann sehr, sehr fruchtbringend sein. And when we invite God to unpack us, he is almost invariably going to bring productive pain into your life. Und wenn wir Gott erlauben und ihn sogar einladen, dass er unser Potenzial entfaltet, dann lässt sich das kaum vermeiden oder wird fast immer so geschehen, dass Gott produktiven Schmerz in unser Leben bringt. And on the other side of that pain, you will be a bigger person than you are now. Und
wenn ihr durch den Schmerz hindurchgegangen seid, dann werdet ihr als Persönlichkeit gewachsen sein und größer sein, als ihr es jetzt seid und stärker. The pursuit of peace and beauty and comfort and joy in Austria is a wonderful thing. Es ist wunderbar, dass ihr hier in Österreich so eine Sehnsucht habt und danach strebt, Schönheit und Bequemlichkeit und Gemeinschaft zu haben. Well, it's wonderful unless it keeps you small. Es ist absolut wunderbar, außer wenn es dich zu klein hält. And the God of comfort will devour the nation by keeping you small. Und wenn es quasi ein Götze wird, die Bequemlichkeit, wird er eure Nation vernichten, indem er euch klein hält. So I would invite you to begin your journey as Austrians by saying, God, I'm willing to receive pain from your hand, not from the enemy, but from yours. Und deswegen würde ich euch ermutigen, als Österreicher euren Weg zu eurer Erfüllung zu beginnen, indem ihr sagt, Gott, ich bin bereit, dass es mich auch was kosten darf, dass es auch wehtun darf. Und ich nehme das aus deiner Hand, nicht aus der Hand des Teufels. God knows exactly how he has designed you. Gott weiß ganz genau, wie er euch geschaffen und gestaltet hat. And he knows what it takes to move you to that level of fulfillment. Und er weiß, welche Schritte nötig sind, damit ihr zu dieser Ebene von Erfüllung kommt. Now, after that big picture prayer of inviting God to unpack you, I have three other suggestions. Also das ist quasi das große türöffnende Gebet. Und wenn ihr da durch seid, habe ich noch ein paar weitere Vorschläge. First of all, I invite you to pursue the beauty of holiness. Ich möchte euch einladen, dass ihr euch ausstreckt nach der Schönheit von Heiligkeit. Now we need to explore that term a little bit. Ich möchte es noch ein bisschen genauer anschauen. One of the great uses of that was by Jehoshaphat. Dieser Ausdruck wird von Jehoshaphat gebraucht. In 2 Chronicles chapter 20, verse 21. In 2. Chronik 20, Vers 21. When the king had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, that they should praise the beauty of holiness as they went out before the army. Und er beriet sich mit dem Volk und er bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligen Schmuck Loblieder singen. Im Englischen steht da, dass sie die Schönheit seiner Heiligkeit besingen und vor den Kriegsleuten herziehen würden. The beauty of holiness is not a term I grew up with. Also in meinem Vokabular, als ich aufwuchs, gab es diesen Ausdruck, die Schönheit der Heiligkeit gar nicht. I didn't like holiness when I was a kid. Als Kind war ich nicht so richtig scharf auf Heiligkeit. Holiness was a club that people used to beat me over the head because I wasn't. Weil die anderen Leute Heiligkeit wie so ein Prügel benutzt haben, um mir damit eins überzubraten, wenn ich gerade mal nicht so heilig war. I understood that it was desirable, but it sure didn't come across as beautiful. Also ich wusste, dass ich danach ausstrecken sollte, aber ich fand es definitiv nicht schön. And I've learned over the years that God has designed different facets of holiness for different people. Und ich habe im Lauf der Zeit entdeckt, dass es verschiedene Aspekte von Heiligkeit gibt für verschiedene Menschen. Let's walk through a few of those that you're familiar with. Ich möchte euch ein paar erstmal sagen, die ihr wahrscheinlich kennt. Isaiah chapter 6. Jesaja 6. The prophets saw God high and lifted up. Der Prophet sah, wie Gott hoch und erhoben war. And he became profoundly concerned about his lips. Und er wurde so ein bisschen unruhig wegen seiner Lippen. He cried out to God for holy speech. Und er schrie zum Herrn und bat ihn um heilige Lippen, um heilige Sprache. For many of us, our mouth is a bit of an enemy. Für viele von uns ist unser Mund ein Feind von.
Words just have a way of jumping out of our mouth without permission and getting us in trouble. Also wir haben so einen Mund, aus dem plötzlich Worte rausspringen, die uns dann Schwierigkeiten bereiten. But that's not the only expression of holiness in Scripture. Aber heilige Lippen ist nicht der einzige Ausdruck von Heiligkeit in der Schrift. There's other passages, about 20 of them, talking about holy clothes. Und es gibt etwa 20 Ausdrücke 20 Stellen in der Bibel, die von heiligen Kleidern sprechen. Do you have a theology of the holiness of clothes? Habt ihr eine Theologie, die auch die Heiligkeit von Kleidung beinhaltet? I know a number of kids who change their clothes repeatedly during the day, and it makes their mother very upset. Ich kenne einige Kinder, die wechseln ihre Kleidung mehrfach am Tag und das macht ihre Mutter richtig begeistert. But that might be a spiritual calling for some. Aber es könnte tatsächlich sein, dass sich darin eine geistliche Berufung ausdrückt. Seriously, there's 25 passages in Scripture that talk about washing clothes. Und es ist tatsächlich so, in 25 Schriftstellen wird das Waschen von Kleidung erwähnt. And for some, the expression of holiness in their clothing could be a place where God meets you. Und es kann tatsächlich sein, dass die Art und Weise, wie man sich kleidet, die Heiligkeit darin, ein Weg ist, Gott zu begegnen. What about all the passages that talk about lifting up holy hands? Und dann gibt es diese ganz vielen Bibelstellen, die von heiligen Händen sprechen, die wir hochheben sollen. What would it look like for you to spend an entire week protecting your hands from anything unholy? Wie wäre es, wenn du eine ganze Woche lang deine Hände davon abhältst, was Unheiliges zu tun? Paul talks about our feet and the feet being beautiful when we bring good tidings. Und Paulus spricht davon, von unseren Füßen, dass die wunderbar sind, besonders dann, wenn wir die gute Nachricht bringen. There's a number of passages that talk about our heart being holy. Dann gibt es ganz viele Schriftstellen, die davon sprechen, dass unser Herz heilig ist. God has designed different people to respond to different areas of holiness. Und Gott hat Menschen so gemacht, dass uns bestimmte Aspekte von Heiligkeit besonders wichtig sind oder ansprechen. There's two areas of holiness that he has led me to. Und für mich gibt es zwei Bereiche von Heiligkeit, die in meinem Leben eine große Rolle spielen. The first is sound. Sound? Sound. Ja, das erste hat mit Gehör zu tun. For a long time, I have been very sensitive to what comes in my ears. Und für eine ganz lange Zeit war ich extrem sensibel dafür, für das, was über meine Ohren reinkommt. I don't listen to much news or commercial music at all. Und ich höre mir wenig Nachrichten an und auch relativ wenig kommerzielle Musik. And for a number of years, God led me to do a word fast on the first day of every month. Und eine ganze Weile lang hat mich Gott so geführt, dass ich am ersten Tag des Monats Worte gefastet habe, also keine Worte gelesen. That means I did no words at all for 24 hours. Das heißt, 24 Stunden lang habe ich keine Worte in mich aufgenommen. I didn't speak. Ich habe nicht gesprochen. I didn't listen to others. Ich habe anderen nicht zugehört. I did not read. Ich habe nicht gelesen. I just sat silently before the Lord. Ich habe einfach nur still vor dem Herrn gesessen. That verse, be still and know that I am God, moved me deeply. Und dieser Vers, sei still und erkenn, dass ich Gott bin. This is not a discipline that everybody needs to do. Und es gibt noch was anderes, was jeder tun kann. This was the flavor of holiness that ministered deeply to me. Oh, Entschuldigung, ich habe es falsch verstanden. Das ist nicht das, was jeder tun soll, sondern es war die Art von Heiligkeit, die mich besonders angesprochen hat. For other people, it would just be a burden. Für andere wäre das wahrscheinlich nur eine Last gewesen. But in that place of holiness, of stillness, God met me again and again. Aber an diesem Ort der Stille und der Heiligkeit ist Gott mir immer und immer wieder begegnet. Sometimes God would speak to me for hours.
Manchmal hat Gott dann stundenlang zu mir geredet. Other times he would be silent all day and there would be just one sentence, but it would be transformational. Und manchmal war Gott den ganzen Tag lang ruhig und hat nur einen Satz gesprochen, aber der hatte transformierende Kraft. And for me, the beauty of holiness is a deep, deep personal thing. Und für mich die Schönheit der Heiligkeit ist was zutiefst Persönliches. The second area where God has drawn me towards holiness is with time. Und der zweite Aspekt, in dem Gott mich zur Heiligkeit gezogen hat, ist Zeit. For reasons that I can't explain, the spiritual cadence of my life every year begins in December 1st, not January 1st. Und für Dinge, die mit meiner Biografie zu tun haben, beginnt für mich das Jahr auf einer geistlichen Ebene immer am 1. Dezember, nicht am 1. Januar. So every year I take December 1st, 2nd, and 3rd, and I'm alone with the Lord. Und deswegen nehme ich quasi zu meinem persönlichen Jahresanfang immer 3 Tage, Dezember 1 bis 3, und nehme mir da Zeit für den Herrn. I look at the last year and find out how God felt about it. Ich schaue mir das letzte Jahr an und schaue an, wie Gott sich, rede mit Gott, wie er sich darüber fühlt. And I get my instructions for the coming year. Und ich hole mir von ihm Anweisungen für das nächste Jahr. And it has become a deeply anticipated moment for me, or season. Und für mich ist das so eine Zeit, der ich richtig mit Erwartung entgegenschaue. Initially, God asked for 3 days every year, and I gave them out of obedience. Am Anfang war es so, dass Gott mich gebeten hat, ihm diese 3 Tage pro Jahr zu geben. Und ich habe es so aus Gehorsam rausgemacht. The obedience is long gone. Und mittlerweile ist das mit dem Gehorsam Now nicht mehr it's nötig. desire. Es ist einfach mein Wunsch. And I usually spend a week, not 3 days. Und ich habe das auf eine Woche ausgedehnt meistens, nicht nur 3 Tage. Because that cadence of holy time at the beginning of December each year is a compelling thing for me. Weil dieser Rhythmus von heiliger Zeit am Anfang jedes Jahres, für mich, es ist einfach so lebensspendend. You have so much beauty in your nation. Und ihr habt so viel Schönheit in eurer Nation. I honor you for the beauty that is there. Und ich ehre euch für die Schönheit, die ihr habt. But imagine adding one more, and that is the beauty of holiness in your life. Aber stellt euch mal vor, was geschieht, wenn ihr zu dem, was schon da ist, noch die Schönheit der Heiligkeit dazufügt. Understanding that each one of you has a different kind of holiness that you're made for. Und das aber in dem Verständnis, dass jeder von euch eine andere Art von Heiligkeit oder Heiligkeit auszudrücken hat, weil ihr so gemacht seid. For me, it's sound and time. Für mich ist das ganz viel eben mit Klang und Zeit. But it's a profound part of my intimacy with God to meet Him in those areas of holiness. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt meiner Intimität mit Gott, ihn auf diese Art und Weise zu begegnen. So ask God, Also frag Gott einfach, where is the beauty of holiness that you want to teach me according to my design? und wo ist die Schönheit der Heiligkeit, die du mich lehren willst und die zu mir passt, so wie du mich geschaffen hast? There's another tool you can use to enlarge your spirit. Es gibt noch ein Werkzeug, das ihr benutzen könnt, um euren Geist zu vergrößern. And that is to learn how to receive from land. Und das ist, dass ihr lernen könnt, etwas von dem Land zu empfangen, auf dem ihr euch bewegt. We have a recent theology of the defilement of land. Wir haben in der letzten Zeit so einiges an Theologie entwickelt, wie Land verunreinigt werden kann. And there's some validity to that. Und es hat jetzt seine Berechtigung. Bloodshed defiles the land. Blutvergießen verunreinigt das Land. Idolatry and adultery defile the land. Götzendienst und Ehebruch verunreinigt ein Land.
There's a lot of stuff that will defile land. Gibt eine Menge Zeug, was Land verunreinigt. But there's a foundational principle that drives me, and that is the fact that God was there first. Aber es gibt so ein Prinzip und das ist für mich, das treibt mich ziemlich an und das ist einfach, dass Gott zuerst da war. Before the first sinner walked on any piece of land, God had left an imprint of his nature on every piece of land around the world. Und noch bevor irgendeine Sünde kam, hat Gott so eine Art Fußabdruck oder Abdruck seiner Gegenwart auf jedem Stück Land auf dieser Erde hinterlassen. All land is not created equal. Und nicht alles Land ist gleich gemacht. There's different flavors in land in different places. Und jedes Land hat so eine bestimmte Charakteristika an verschiedenen Orten. And so often your spirit has been trying to tell you that and your soul has been contradicting it. Und ganz oft war es so, dass euer Geist versucht hat, euch was über das Land zu sagen, auf dem ihr euch bewegt. Und eure Seele hat das abgewimmelt. That happened to me. Das ist mir oft passiert. I had an interest in the state of Wyoming. Ich habe mich irgendwie für das Bundesland Wyoming interessiert. And for about 20 years, anytime I had a bad experience at work or a bad day at home, I'd say, I'm done, I'm going to move to Wyoming. Und also irgendwie so eine ganz lange Zeit habe ich, wann immer ich irgendwie einen schlechten Tag hatte oder es auf Arbeit schief ging, habe ich gedacht, ach, mir reicht's, ich ziehe nach Wyoming. And it was the family joke, Arthur in Wyoming. Also es war irgendwie so ein Familienwitz, Arthur und sein Ding mit Wyoming. Nobody took it seriously, least of all me. Und kein Mensch nahm das ernst und ich auch erst recht nicht. And my soul explained it this way. Und meine Seele hat mir das so weg erklärt. When I was a teenager, I read a really interesting story about a boy and a horse in Wyoming. Und meine Seele hat es so erklärt, also als ich Teenie war, habe ich so eine richtig interessante Geschichte gelesen über ein Pferd und Wyoming. And I thought it was just romanticizing that story. Und ich habe irgendwie gedacht, na, meine Seele romantisiert diese Geschichte. And so for years I joked about it and never went because it costs time and money to go there. Und so eine ganze Weile lang habe ich irgendwie Witze drüber gemacht. Ich bin da nie hin, weil es hätte ja Zeit und Geld gekostet, dorthin zu gehen. Eventually, one day I got an invitation to do a business consultation in Nebraska. Und irgendwann mal habe ich eine Einladung gekriegt, ein Unternehmen zu beraten in Nebraska. That's part of what I do is consultation with businesses. Und das ist ein Teil meines Berufs. Ich berate Unternehmen. This business was a farm. Und es war eine Farm. It's the first time and the last time I ever consulted about a farm business. Und das war das erste und letzte Mal, dass ich jemals eine Farm beraten habe. Not really at the center of my competence. Es ist nicht so ganz so meine Kernkompetenz. But he wanted to pay me to come, so I decided, okay, I'll come. Aber die wollten, dass ich komme und die wollten mich dafür bezahlen, dass ich komme, also habe ich beschlossen, ich komme. Now, he farmed in Nebraska, Und er hat in Nebraska die Farm gehabt, but he was on the absolute western edge of Nebraska. aber er war so quasi an der absoluten Westgrenze von Nebraska. His property went right up to the state line of Wyoming. Und sein Land ging bis an die Grenze von Wyoming ran. I thought, okay, he's paying for the transportation. I'm going to throw an extra day in and check out this Wyoming thing. Und er hat gedacht, na okay, gut, der Typ zahlt, dass ich komme, der zahlt die Reisekosten. Ich werde mir einen extra Tag ranhängen und diese Wyoming-Sache mal der nachgehen. So I went. Und ich bin hingegangen I drove. und ich bin da rumgefahren I explored. und habe das entdeckt Found some areas of Wyoming I don't care for at all. und habe ein paar Ecken von Wyoming entdeckt, die mich kein bisschen interessieren. Found some that were interesting. Habe ein paar entdeckt, die ich interessant fand. And I found one area where God met me in a way I've never been met before. Und es gab ein Gebiet dort, da ist mir Gott auf eine Art und Weise begegnet, wie ich noch nie eine Begegnung erlebt habe. And I've gone back to that land from time to time. Und ich bin immer mal wieder dahin gegangen. God doesn't speak to me there. Gott redet dort nicht zu mir. There's no revelation.
Es gibt keine Offenbarung. I don't get any visions. Ich kriege keine Visionen. He's just there. Er ist einfach nur da. And I go and I sit alone in the presence of God and am transformed. Und ich gehe dahin und ich sitze da in der Gegenwart Gottes und ich bin verändert, verwandelt. Austria, your nation is a treasure chest of spiritual dynamics in the land. Also Österreich, euer Land ist eine geistliche Schatztruhe von Dingen, die auf dem Land liegen. On Tuesday, I was driving from Vienna to Salzburg along the A1 Autobahn. Also am Dienstag bin ich auf der A1 von Wien nach Salzburg gefahren. It was a relaxed, casual, drifting kind of day. Und es war so ein entspannter, so vor sich dahin plätschender Tag. It was the day after I arrived and jet lag was sitting right next to me in the car. Es war der Tag, nachdem ich angekommen war und die Zeitverschiebungsmüdigkeit, die saß direkt neben mir im Auto. Conversation drifted back and forth, but it wasn't deep. Und es gab so ein bisschen Gespräch, aber es war okay. Unbeknownst to me, there's a patch of land on that Autobahn about 20 kilometers before and after the city of Linz. Und was ich nicht wusste, ist, dass ungefähr 20 Kilometer also vor und nach Linz es so ein bestimmter Autobahnabschnitt gibt. All of a sudden, there was a spirit of revelation that was on me. Und plötzlich war ein Geist von Offenbarung auf mir. We stopped the car and I got my computer from the back so I could open my Bible programs. Und wir haben es angehalten und ich habe meinen Laptop rausgeholt, damit ich meine Bibelprogramme öffnen kann. And for the next half an hour, God was revealing things to me that I had never asked him about. Und die nächste halbe Stunde hat mir Gott Dinge offenbart, über die ich ihn noch nicht mal gefragt hatte. Do you realize the hardest things to learn are the things that you don't know? Wisst ihr, das Schwierigste zu lernen sind die Dinge, von denen man noch nicht mal weiß, dass man sie nicht weiß. When you don't know, you can look for the answers. Wenn du weißt, dass du was nicht weißt, dann gehst du los und suchst nach der Antwort. But when you don't even know the concept exists, you're not looking for it. Aber wenn du noch nicht mal weißt, dass es da ein Konzept gibt, das existiert, dann kannst du noch nicht mal dich auf die Suche machen. And the only way that revelation can come is from the hand of God. Und die einzige Art und Weise, wie Offenbarung kommen kann, ist direkt von der Hand Gottes. And I wonder what it would be like to go to a bread and breakfast there in that community and to spend a week in that spirit of revelation. Und ich frage mich, wie das wohl sein wird, in dieser Gegend mal eine ganze Woche in einem kleinen Hotel zu verbringen und einfach in dieser Offenbarungsatmosphäre zu sein. How about Vienna? Wien. I mentioned to you earlier that Vienna has an anointing for legacy. Und ich habe schon vorhin erwähnt, dass Wien eine Salbung hat für Erbe, für was zu vererben. Do you realize legacy matters deeply to God? Also ihr wisst wahrscheinlich, dass etwas weiterzugeben, weiter zu vererben, Gott sehr, sehr viel bedeutet. Many people in Scripture have named themselves after God. Viele Menschen in der Schrift haben sich nach Gott benannt. If you see any name in Scripture beginning with J-O, that's some name derivative of God. Und wann immer in der Bibel einen Namen habt, der mit J-O anfängt, das ist eine Ableitung vom Hebräischen für Gott. So Jehoshaphat and Joash and all those other names were named after God. So Jehoshaphat, Joas und all die anderen, diese Namen, das ist quasi, die haben sich nach Gott benannt. But there's only one time that God chose to name himself after mankind. Just once. Aber es gab nur ein einziges Mal, dass Gott sich entschieden hat, dass er sich nach einem Menschen benennt. The God of Abraham, Isaac and Jacob.
Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. The God of the man who had a passion for legacy. Der Gott, der sich nach dem Mann benennt, der eine Leidenschaft hat für Erbe. The tri-generational God. Der 3-Generationen-Gott. The God who invested deeply in Abraham and said, I know he'll teach his children after him these things. Der Gott, der tief in das Leben von Abraham investiert hat, weil er wusste, der würde seine Kinder nach ihm lehren. I was in Vienna for less than 24 hours. Ich war weniger als einen Tag in Wien. Jet lag wasn't in the seat next to me, it was sitting on my shoulder. Also und die Zeitverschiebungsmüdigkeit, die war nicht im Sitz neben mir, die saß im Nacken. And even with my brain all foggy, I realized that I was thinking long term while I was there. Und obwohl mein Gehirn so ein bisschen vernebelt war, habe ich festgestellt, ich denke über Langzeitperspektiven nach, wenn ich dort bin. I was planning for 50 years after my death. Und ich habe Dinge mit Gedanken gemacht, über was 50 Jahre nach meinem Tod sein wird und wie ich dafür planen kann. Because there's a spirit of legacy on that land. Weil da so ein Geist von Vererbung auf dem Land ist. If you have a ministry, if you have a vision, what would happen if you went to Vienna and spent a week there before the Lord? Wenn du einen Dienst hast, was würde geschehen, wenn du eine Woche in Wien bist und dort Zeit verbringst? Untersberg. Untersberg, ne? Ja. You well understand the gifting there. It is for power. Und die Kraft, die auf diesem Berg liegt, ist eine Gabe von Kraft. Hitler established his eagle's nest where he could see and receive power from that mountain. Hitler hat dort das Adlersnest aufgebaut, um Kraft von diesem Berg zu ziehen. And we look at it as a dark place, a demonic place, a place that needs to be cleansed. Und wir schauen den Berg an als einen dunklen Ort, als einen dämonischen Ort, als einer, der Reinigung braucht. And I would agree that could use a little cleansing, a little more. Ich stimme damit überein, das könnte schon noch ein bisschen Putzen brauchen. But beyond the cleansing, to realize God was there first before there ever was a demon there, and there's a heritage there. Aber mal abgesehen von der Reinigung, es ist ganz klar, Gott war da zuerst, bevor irgendeine Verunreinigung oder Dämonen da waren. Many teams have gone to the top of the mountain to do warfare. Und viele Teams sind oben auf die Bergspitze gegangen, um dort geistlichen Kampf zu machen. What would happen if you had a meeting there to listen to God about national size vision? Und stellt euch einfach nur mal vor, was würde geschehen, wenn ihr dort oben ein Treffen macht, um Gott zu bitten, euch eine Vision für eure Nation zu geben. What about Salzburg? Oder Salzburg. Salzburg is a place where God expresses himself in the festivals. Salzburg ist ein Ort, wo Gott sich selber zeigt, auch in den Festivals, die es dort gibt. Every year they have the Everyman Festival. Jedes Jahr gibt es die Jedermann-Festspiele. It's the gospel. Und es ist einfach Evangelium. And the non-believers come Und die Ungläubigen kommen by the thousands every year. zu Tausenden. It's famous for Sound of Music. Oder Sound of Music. And there's a whole lot of gospel truth in that play and that movie as well. Und da ist auch ganz viel Evangelium in diesem Stück. What would happen if you sought to package a fresh expression of God in that city in the context of a festival? Wie wäre es, wenn ihr an diesem Ort einen neuen Ausdruck von Gott in Form eines Festivals zum Leben und zur Geburt bringt? Let me give you one more. Noch eins. Today, music is the most common tool for entering into intimacy with God. Heute ist es so, dass für die meisten Menschen Musik der üblichste oder gebräuchlichste Zugang ist, um in die Gegenwart Gottes zu kommen.
If we have our favorite music CD, we can transition from the natural into the spiritual realm. Wenn wir unsere Lieblings-CD haben, dann können wir ganz leicht vom Natürlichen ins Geistliche gehen. The ugly truth is there's a lot of people that go to church for the worship, not for the sermon. Und das Unangenehme an dieser Tatsache ist, dass ganz viele Leute nur wegen der Anbetung in die Gemeinde kommen, nicht wegen der Predigt. They need a little help getting out of the natural into the spiritual, and the group worship does it. Und sie brauchen ein bisschen so einen Anschubser, um vom Natürlichen ins Geistliche zu kommen, und die Musikgruppe sorgt dafür. And that's legitimate. Und das ist okay. David was the one that introduced musical worship, and the largest book of the Bible is about musical worship. Und David war derjenige, der Musik und Anbetung so als erster zusammenbrachte, und das längste Buch der Bibel geht um Musik und Anbetung. So musical worship is legitimate, So Anbetung mit Musik ist legitim, but it's not the only resource. aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. As a matter of fact, musical worship came in thousands of years after the beginning of human history. Also Anbetung durch Musik ist erst ein paar tausend Jahre nach dem Beginn der Geschichte entstanden. What was the tool that God gave mankind to transition from the earthly into the spiritual before that? Was war die Art und Weise, die Möglichkeit, die Gott Menschen gegeben hat, vom Irdischen ins Himmlische zu kommen, bevor das mit der Musik erfunden wurde? It was food. Es war Essen. In the Garden of Eden, the fall had to do with food. Der Sündenfall hatte was mit Essen zu tun. The issue with Cain and Abel had to do with food related to the sacrifice. Die Problematik zwischen Kain und Abel hatte mit Essen in Form von Opfer zu tun. And the sacrifices were designed to be a place where people met God around food. Und die Opfer im Alten Testament waren so aufgebaut, dass Menschen eigentlich Gott begegnen sollten in dem Kontext von Essen. A few sacrifices were whole burnt offerings where everything was burned up. Es gab ein paar Opfer, wo wirklich alles verbrannt wurde, But the majority of them weren't that way. aber die meisten Opfer funktionierten anders. Part of the insides of the animal went on the fire. Ein Teil von dem Innereien der Tiere wurde verbrannt. One piece of the sacrifice went to the priests. Ein Stück vom Opfer ging an den Priester. And then all the rest of the food was for you to gather your family and friends and have a party and connect with God around food. Und der Rest vom Opfer, der wurde verteilt unter Familien und Freunden, damit man sich zusammen versammelt um Gott herum und Gott und miteinander genießen würde. One of the passages that I've never heard anybody preach on except me Es gibt so eine Bibelstelle, wo ich noch nie jemanden außer mir selbst habe drüber predigen hören. is Deuteronomy 14. Ist 5. Mose 14. God tells the Israelites to take 1/3 of their annual tithe and to use it for a party in Jerusalem. Und Gott sagt den Israeliten, nehmt 1/3 eures jährlichen Zehntens und macht damit eine Party in Jerusalem. And he specifically said it was to be a food-based party, Und er sagte, es soll eine Feier sein mit richtig gutem Essen and it was to be fine food. und leckeres Essen, Delikatessen. They were to buy whatever their heart desired in food and wine to celebrate God richly. Und der Auftrag Gottes an sie war, dass sie kaufen sollten, worauf sie am meisten Lust hatten in Bezug auf Essen und Wein, und ein reiches Fest feiern sollten. God has designed food to be a spiritual experience, not just a physical experience. Gott hat Essen so gemacht, und es ist seine Absicht mit Essen, dass es eine geistliche Erfahrung, es auch eine geistliche Erfahrung sein soll, nicht nur eine physische. You move from the Old Testament with its incredibly complex ceremonies to the New Testament. Und man geht vom Alten Testament mit seinen
extrem komplizierten Verordnungen und Zeremonien zum Neuen Testament. And the New Testament simplified to 2 ceremonies, Und das Neue Testament hat es auf 2 Zeremonien baptism and Holy Communion. heruntergebrochen. Das eine ist die Taufe und das andere ist das Abendmahl. And in the early church, Holy Communion wasn't a crumb of a cracker and a sip. Also und in der frühen Gemeinde war Abendmahl nicht so ein Bruchstück von einer Oblate und dann noch so ein Schlückchen Wein. The bread and the wine came out of a full meal. Sondern es war Teil von einer ganzen Mahlzeit. And then you move to eternity. Und dann werft mal einen Blick in die Ewigkeit. We only have one symbol that we're involved in eternity that we know about. Es gibt nur ein einziges Symbol in Ewigkeit, von dem wir wissen. And it's the marriage supper of the Lamb. Und das ist das Hochzeitsmahl des Lammes. Not an exchange of rings. Also kein Ringtausch. Not God the Father performing a ceremony. Und auch nicht Gott, der als Brautvater eine Zeremonie feiert. God uses food as the centerpiece of ultimate intimacy between man and God. Sondern Gott benutzt Essen als Ausdruck von Intimität zwischen ihm und Menschen. This is an area that we need to recapture. Und das ist ein Bereich, den wir wieder entdecken können. We have a variety of ways of eating for our body. Und auch wieder erobern müssen. Es gibt eine Vielzahl von Wegen, wie wir unseren Körper nähern. Some people eat for gluttony, some people eat health food. Manche Leute, die sind fresssüchtig, andere essen gesundes Essen. The Italians know how to eat for their soul. Und die Italiener wissen, wie man für die Seele isst. You gather around the table and it's there that you form community and you do family and you have relationship. Und man trifft sich um einen Tisch und dort baut man Gemeinschaft auf, man baut Beziehung auf. Das ist wunderbar. But what would happen if we were to rediscover God's original plan for food being the on-ramp for intimacy with God? Aber nur mal so vorgestellt, was würde denn geschehen, wenn wir Gottes ursprünglichen Plan wiederentdecken, dass Essen eigentlich wie so eine Brücke in seine Gegenwart ist? Let's go back to the church at Laodicea. Lass uns mal zurückgehen zur Gemeinde in Laodicea. They were soulish, Die waren ziemlich seelisch drauf. and the king wanted them to be spiritual. Und der Herr, der König, wollte dass sie geistlich werden. And you know the passage. Und ihr kennt diese Bibelstelle. Behold, I stand at the door and knock. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. If you open the door, I'll come in. Wenn du die Tür öffnest, komme ich rein. And when I come in, Und wenn we're ich going to eat together. Und wenn ich reinkomme, werden wir zusammen essen. I was doing some research about Austria and different cities. Und ich habe ein bisschen geforscht über Österreich und verschiedene Städte. And the website told me about a city called Graz. Und das Internet hat mich zu einer Stadt namens Graz One of the geführt. oldest cities in Europe. Eine der ältesten Städte in Europa. It is famous for its restaurants. Sehr berühmt für seine Restaurants. It's described as the culinary capital of Europe for many centuries. Und es wird beschrieben als kulinarische Hauptstadt Europas für mehrere Jahrhunderte. And what I hear is a piece of land where we can redeem our ability to find intimacy through food. Und was ich da lese, sagt mir, dort ist ein Stück Land, das die Fähigkeit hat, das uns helfen kann, unsere Essen als Weg der Intimität mit Gott zu nutzen.
land is one of your greatest assets in Austria. Land ist einer eurer größten Schätze in Österreich. It's not just a beautiful resource. Es ist nicht nur ein schöner Schatz, It is a spiritually charged resource. sondern es ist auch ein Schatz, der quasi geistlich richtig geladen ist. And I would encourage you to grow your spirit through experiencing the spiritual treasures of your land. Und ich würde euch ermutigen, euren Geist zum Wachsen zu kriegen, indem ihr die geistlichen Schätze in eurem Land nutzt und entdeckt. Now there's one more tool that I'd like to share with you. Und als letztes, es gibt noch ein Werkzeug, das ich mit euch teilen will. And I'd like to ask a good friend of mine to come and tell a story of her experience. Und ich möchte jemanden bitten, eine gute Freundin, eine Geschichte aus ihrer Erfahrung zu erzählen. Irmgard is a musician who had a wonderful father. Irmgard ist eine Musikerin, die einen wunderbaren Vater hatte. He knew that she was made for music, but didn't know exactly where. Er wusste, dass sie geschaffen war für Musik, aber wusste nicht genau in welchem Bereich. If I remember the story correctly, he tried to have you learn guitar, Und er wollte ursprünglich, dass sie Gitarre lernt. and she wanted nothing to do with something as common as a guitar. Und sie wollte nichts so Gewöhnliches lernen wie Gitarre. So he took her into a music store and said, "What's your instrument?" Und er nahm sie mit in den Musikladen und sagte, was ist dein Instrument? And today she elegantly plays the zither for worship. Und heute spielt sie Zither in der Anbetung. Sometime back, God gave her some instructions in terms of praying for Austria. Und vor einer Weile gab ihr Gott Anleitungen, wie sie für Österreich beten kann. And I'm going to let you tell the story in German, and she will translate into English. Vor circa 10 Jahren bin ich nach Wien gefahren, um dort 3 Frauen zu treffen. Wir wollten gemeinsam für 4 Tage Gott suchen und für Österreich und für Wien beten. 10 years ago, I met with 3 other people, and our goal was to spend a few days seeking God and praying for Vienna. Und es waren 2 Frauen aus Deutschland und 2 And Österreicherinnen. it was 2 women from Austria and 2 women from Germany. Und als ich meinen Koffer packte, fragte ich Gott, was ich mitnehmen sollte. And when I packed my suitcase, I asked God what I should bring along. Und es kam mir in den Sinn, ich soll Augensalbe mitbringen. And God told me to bring eye cream, medical eye cream. So, ich habe das getan, ohne zu wissen, was das jetzt soll. I packed it, although I didn't really understand why. Und irgendwann in den 4 Tagen, als wir beteten, habe ich eine der Frauen von Deutschland über Österreich beten gehört, irgendwas von Laodicea und von Augensalbe. And when we were praying, I heard one of the German ladies pray for Austria, and she prayed about Laodicea, and it's mentioned that you should buy eye cream. Ointment, yeah. Und dann ist mir wieder eingefallen, ich habe doch Augensalbe mitgebracht. And so I remembered that I had brought ointment, eye cream for Und the ich habe eyes. überlegt, was ich jetzt mache. And so I was thinking, what would I do now? Und ich habe einfach in meiner kindlichen Naivität und in meinem einfachen Glauben, ich habe damals die Bibel noch nicht in diesem Maß verstanden, And I didn't really know what to do, but just like a child, I didn't understand the Bible and so well at that time. So I just did what seemed logical to me. und ich habe die Umrisse Österreichs gezeichnet und einfach die Augencreme da jetzt drüber And so geschmiert. I just drew up the lines of Austria, the outline of the geographical outline, and I put the ointment around it. Thank you. A prophetic act Das war ein prophetischer Akt, done out of obedience without understanding. der einfach aus Gehorsam geschah, ohne Verständnis. I'd like to explore with you a demonic strategy that is so strong in nations like Austria.
Und ich möchte mit euch nochmal eine dämonische Strategie angucken, die sehr stark ist in Nationen wie Österreich. It is called the mesmerizing spirit. Und das ist so ein Geist von Verführung und von Irreführung. This demon is designed to keep you from seeing what you need to see. Und dieser Dämon versucht, euch davon abzuhalten, dass ihr seht, was ihr seht. It will cause good people to look bad and bad people to look good. Und der führt dazu, dass man Gutes für schlecht hält, gute Menschen für schlecht hält und schlechte Menschen für gut. And this demon gets its legal right to deceive you when you choose not to see what you could see. Und der Dämon kriegt das Recht, dich in die Irre zu führen, daher, wenn man sich weigert, das zu sehen, was man tatsächlich sieht. Let's walk it through in a cultural way. Und lass uns das mal in Bezug auf Kultur angucken. Most nations have entertainers and athletes that are unholy. Die meisten Nationen haben Unterhaltungskünstler und Athleten, die nicht in Heiligkeit leben. And everybody kind of sort of knows they're unholy, but they're good athletes and fun entertainers. Und die meisten Leute wissen, dass sie unheilig sind, aber sie sind ja tolle Athleten und tolle Entertainer. And so we choose to look away from what clearly could be seen because it's inconvenient to see it. Und so, weil es unbequem ist, wirklich hinzugucken, entscheiden wir uns, das nicht genauer anzuschauen. We do the same in the church. Und wir machen das Gleiche in der Gemeinde. You have a pastor who just has a silver tongue. Und man macht das Gleiche in der Gemeinde. Man hat einen Pastor, der hat so eine tolle Sprache. And people kind of know that he has an abusive style of leadership. Und die Leute wissen irgendwie schon, dass er eine Art hat, Macht zu missbrauchen. That he has a serious anger problem on Monday through Saturday. Und dass er so von Montag bis Samstag ein echtes Problem mit Ärger hat. But because he's so good on Sunday, we choose not to look at what could be seen. Aber weil er sonntags so gut ist, entscheiden wir uns, dass wir nicht sehen wollen, was wir eigentlich sehen. And the mother kind of knows something's not right with her husband and her daughter. Und die Mutter weiß, irgendwas stimmt nicht zwischen dem Mann und ihrer Tochter. But she really doesn't want to know because then that just creates this big old mess, so she looks the other way. Aber sie will nicht wirklich wissen, was los ist, weil dann wäre das Chaos los. And whenever we choose to look away and not see a truth that we could see, we are giving the enemy permission to deceive us somewhere else. Und wann immer wir, da wo wir eigentlich was sehen können, uns abwenden und uns entscheiden, nicht zu sehen, nicht sehen zu wollen, geben wir dem Feind Recht, uns zu verführen. And behind the peace-loving facade of Austria, with all of its wonderful community, is a whole lot of dysfunctional communities. Und hinter der friedlichen, wunderbaren, schönen Fassade Österreichs ist auch eine Menge von Dysfunktionalität. So many people have chosen not to see what they could see just so they could keep peace in the community. Und so viele Leute haben einfach sich entschieden, nicht zu sehen, was man eigentlich sehen kann, nur damit der Frieden in der Gemeinschaft gewahrt bleibt. And I'd like to invite you to embark on one of the most transformational exercises you can ever do in Austria. Und deswegen möchte ich euch einladen, euch auf eine der absolut verwandelndsten Wege oder geistlichen Übungen einzulassen, die ihr überhaupt in Österreich tun könnt. You don't know where you're deceived. Ihr habt keine Ahnung, wo ihr selbst in die Irre geführt seid. That's the nature of deception. Das ist ja das Problem mit Irreführung. The people at Laodicea were so sure that they were okay, they didn't know they were blind. Die Leute in Laodicea, die waren sich so sicher, dass eigentlich alles in Ordnung ist, dass sie gar nicht gemerkt haben, wo sie blind sind.
And I would encourage you to take 6 months for this exercise. Ich würde euch ermutigen, 6 Monate euch Zeit zu nehmen für diese Übung Every morning and every evening, pray this prayer. und einfach jeden Morgen und jeden Abend dieses eine Gebet zu beten. Ask God to shine His light where He wants to shine it. Bitte Gott, sein Licht dahin leuchten zu lassen, wohin er es leuchten lassen will. And to hold it there as long as He has to Und es dort so lang zu halten, force you to see what He wants you to see. bis er dich sozusagen so weit hat, fast zwingt, dass du sehen kannst, was zu sehen ist. I have story after story after story of unbelievable transformation when we invite God to put the ointment on our eyes so we can see. Und es gibt Geschichte nach Geschichte nach Geschichte, was für eine tiefe Veränderung geschieht, wenn wir Gott bitten, dass er uns die Augensalbe gibt, damit wir sehen können, was er sieht. 6 months. 6 Monate. God may show you some things about you. Es kann sein, dass Gott dir Dinge über dich selbst zeigt. He might show you some things about your neighbor. Es kann sein, dass dir Gott was zeigt über deine Nachbarschaft oder Umgebung. He might show you something beautiful. He might show you something tragic. Es kann sein, dass Gott dir was sehr Schönes zeigt oder was sehr Tragisches. But if you will spend 6 months inviting God to invade your blindness, it will change your life. Aber wenn du 6 Monate damit verbringst, Gott einzuladen, deine Blindheit, die sozusagen eine Invasion zu starten in deine Blindheit hinein, dann wird es dein Leben verändern. And it will move your spirit into a completely different level of intimacy with God. Und das wird deinen Geist auf eine ganz, ganz andere Ebene von Intimität mit Gott bringen. Now let me talk about why intimacy with your spirit is so important. Und ich möchte euch nochmal erzählen, warum Intimität mit eurem Geist so wichtig ist. It is intimacy with God and our spirit that leads to power. Es ist Intimität mit Gott im Geist, die zu Kraft führt. The world as we know it now is rapidly becoming very ugly. Die Welt, wie wir sie jetzt kennen, die wird mit zunehmender Geschwindigkeit ziemlich hässlich. There are crises looming in many different directions. Also überall brechen Krisen auf. Very few of us here are going to die in peace of old age. Wenige von uns werden im Frieden und im Alter sterben. And we need power. Und wir brauchen Kraft. Many people are pursuing the power of God, Viele Leute strecken sich nach der Kraft Gottes aus. but we tend to have a disconnect in the body of Christ between intimacy and power. Aber wir haben die Intimität und die Kraft quasi auseinandergeschnitten im Leib Christi. There are many movements that are pursuing intimacy with God, but they seem to be disconnected from the culture. Es gibt viele Bewegungen, die sich nach Intimität mit Gott ausstrecken, aber die sind irgendwie wie abgeschnitten von der ganzen Gesellschaft und Kultur. And there are many others that are pursuing the power of God, but they don't know the heart of God. Und dann gibt es andere Bewegungen und die suchen die Kraft Gottes, aber die sind wie abgeschnitten vom Herz Gottes. In Revelation 19, God shows us the sequence. Und in Offenbarung 19 zeigt uns Gott die Abfolge. And it's vital to take that chapter as a single unit, not as 2 stories. Und es ist wichtig, dass man das als Einheit liest und nicht als zweigeteilt. It begins with a story of the marriage supper of the Lamb. Und es beginnt mit dem Hochzeitsmahl des Lammes. The church, the bride, is dressed in the purity of righteousness. Die Gemeinde, der Leib Jesu ist gekleidet in der Gerechtigkeit und We come in Reinheit. and we meet the King of Kings who is dressed in a crimson robe. Und wir begegnen dem König der Könige, der in einem majestätischen Gewand gekleidet ist. And there is the intimacy of the marriage ceremony. Und da ist die Intimität dieser Hochzeitszeremonie. But then immediately the story transitions from intimacy into power. Aber dann verwandelt sich diese Geschichte sofort von Intimität zu Kraft. We get up from the marriage supper of the Lamb and we mount the white horses. Wir stehen auf vom Hochzeitsmahl des Lammes und besteigen die Pferde.
We ride through the portal from eternity into time. Und wir reiten durch diese Pforte von der Ewigkeit in die Zeit. And the King leads us into the battle of Armageddon. Und der König leitet uns in der Schlacht von Armageddon. And the devil is defeated. Und der Feind ist geschlagen. Jesus Christ refuses to do that alone. Christus weigert sich, das alleine zu tun. He refuses to take on Satan with his own power. Er weigert sich, Satan mit seiner eigenen Macht zu bekämpfen. He will only do it with the church. Er wird es nur mit seiner Gemeinde tun. But we come to the place of power through that place of intimacy. Aber wir kommen zu dem Ort der Kraft durch den Ort der Intimität. John the Apostle is an amazing story of that. Johannes, der Apostel, der zeigt eine kraftvolle Geschichte davon. He is well known as the apostle who Jesus loved. Er ist bekannt als der Apostel, den Jesus liebt. 1 John is about intimacy at a very deep level. 1. Johannes ist über Intimität auf einer sehr tiefen Ebene. And the apostle John was deeply hated by the Roman emperor Domitian. Und Domitian, der römische Kaiser, hat den Apostel Johannes zutiefst gehasst. Eventually, during his reign, he was captured. Und während seiner Herrschaft wurde Johannes gefangen genommen. Domitian planned a public event. Und Domitius hat ein öffentliches Ereignis geplant. John was going to die a slow, horrible death. Und er wollte Johannes einen langsamen, qualvollen Tod sterben lassen. They brought in a large pot and filled it with oil. Die brachten einen großen Behälter und füllten ihn mit Öl. They built a fire under it until it was boiling. Und machten ein Feuer und warteten, bis das Öl brannte. And the plan was to slowly lower John into a pot of boiling oil for him to die a horrible death. Und der Plan war, dass man Johannes langsam in diesen Topf von brennendem Öl brodelndem Öl absinken lassen würde und ihn wirklich so einen qualvollen Tod sterben lassen würde. When the guards brought him in, he immediately began preaching to the crowds as loudly as he could. Und als die Wachen ihn brachten, fing er an, zur Menge zu predigen, so laut er konnte. And as they put him in the contraption and began to lower him into the oil, he continued to preach. Und während sie ihn in dieses Öl hinabließen, hat er einfach weiter gepredigt. And he didn't suffer and he didn't die. Und er starb einfach nicht und er litt nicht. He demonstrated a level of power over death as he continued to preach to the crowd. Und er hat eine Autorität über den Tod demonstriert und hat einfach weiter gepredigt. That's why he was exiled to Patmos. What do you do with somebody you can't kill? Also ich meine, deswegen haben die ihn nach Patmos geschickt, weil was machst du mit jemandem, den du nicht töten kannst? And thousands of people got saved that day that he didn't die on schedule. Und Tausende von Menschen wurden gerettet an dem Tag, an dem das mit der Ermordung nicht so geklappt hat. And he is a living illustration of intimacy leading to power, the proper sequence. Und er ist jemand, der auf eine tiefe Art und Weise demonstriert, wie Intimität zu Macht und Vollmacht führt. In der richtigen Reihenfolge. Men and women, I believe in your destiny. Ihr Männer und Frauen, ich glaube an eure Bestimmung. I believe that you are made to bring spirit, soul and body together in right alignment. Ich glaube, dass ihr dazu geschaffen und berufen seid, Körper, Seele und Geist zusammenzubringen und zwar in der richtigen Ordnung. That's why I come twice a year in May and September to Austria to teach on the human spirit. Und deswegen komme ich zweimal im Jahr, im Mai und im September nach Österreich, um über den menschlichen Geist zu lehren. Austria is the nation of the soul. Österreich ist die Nation der Seele. You gave psychology to the world and it's a very precious gift. Ihr habt der Welt die Psychologie geschenkt und das ist eine kostbare Gabe. Billions have found relief and healing through understanding the human soul and the principles of psychology. Millionen haben Erleichterung und Heilung erfahren, indem sie die menschliche Seele verstanden haben und Psychologie. But as good as the soul is, the spirit is more important. Aber so gut die Seele ist, der Geist ist noch wichtiger.
And I come to add this treasure to the treasures that you already have. Und ich komme, um euch diesen Schatz zu dem Schatz hinzuzufügen, den ihr bereits habt. I come because I believe in your birthright and your heritage. Ich komme zu euch, weil ich an euer Erbe glaube und an euer Geburtsrecht. I come because I believe you were made for intimacy, not just peace and joy. Und ich komme, weil ich glaube, dass ihr für echte Intimität geschaffen seid, nicht nur für Frieden und Freude. And I pray that there are Austrians in this group Und ich bete, dass es Österreicher in dieser Gruppe gibt, who will risk being alone, die riskieren, allein oder isoliert zu sein, who will risk being strange, die riskieren, komisch zu sein, who will risk being alienated from your community. die es auch riskieren, auch ein Stück isoliert und abgetrennt zu sein von eurer Gemeinschaft. If you choose to run hard after God in ways that your friends can't embrace. Wenn ihr euch entscheidet, richtig Gott hinterher zu jagen, auf eine Art und Weise, die eure Freunde noch nicht verstehen können. In the marketplace, In der Geschäftswelt you are number one in the world in soul relationships. seid ihr die Nummer 1 in der Welt in gesunden Beziehungen. In the church, In der Gemeinde, it's dead. das ist nicht so der Hit. But the potential is there Aber das Potenzial ist da, for Austria to become number one in the world in spiritual intimacy. und ihr habt das Potenzial, Nummer 1 in der Welt zu sein in geistlicher Intimität. Singapore is number one in the world in medical tourism. Singapur ist Nummer 1 im Bereich medizinischer Tourismus. Austria could become number one in the world in spiritual tourism. Und aus Österreich könnte Nummer 1 sein in der Welt in geistlichem Tourismus. The world should come to sit at your feet to learn how to connect with the heart of God. Die Welt sollte kommen und zu euren Füßen sitzen, um von euch zu lernen, wie man mit dem Herzen Gottes in Verbindung kommt. But first you have to possess your birthright Aber zuerst müsst ihr euer Geburtsrecht, euer Erbe besitzen, to embrace intimacy ahead of joy and peace. dass ihr der Intimität nachjagt, noch vor dem Frieden und vor der Freude. Was für eine Herausforderung. Was für ein Privileg von Gott, ihm so nahe am Herzen zu sein. Es ist ein Privileg. Und Gott, wir danken dir dafür. Wir danken dir für das, was wir gehört haben. Wir wollen es tief in unseren Geist aufnehmen und wir nehmen von dir die Kraft und die Leichtigkeit, um darin zu wandeln. Und wir strecken uns danach aus. Wir wollen in dieses Erbe hineingehen, in diese Bestimmung, die du für uns hast, als Deutsche und als Österreicher. Und Herr, wir wollen ein Segen für uns sein, aber auch für die Welt, durch das, was du in uns hineingelegt hast. So, danke für die Gnade und für die Freude, dass wir es freudig umsetzen können. Amen. Wir werden heute Abend noch mehr Zeit haben, darauf zu reagieren. So, ruht euch jetzt ein bisschen aus, lasst es sacken, verdaut es ein bisschen und heute Abend wollen wir das feiern und Gott anbeten und genau, jeder für sich auch darauf reagieren. Wir geben Raum, dass wir darauf reagieren können. So, habt eine gute Pause. Wir sehen uns wieder um 19:30 Uhr. Bis dann.